So, nachdem ich gestern ein Tomic-Video gemacht habe, wo ich ein bisschen Ausrüstung vorgestellt habe mit der Laserlinie, mit dem Laserguide, wurde ich gefragt, ob ich nicht mein Projekt, das ich gerade am Laufen habe, und zwar geht es hier um CBN-Steine für solche Systeme. Ja, wie zum Beispiel jetzt hier die Airmac. Das ist übrigens ein total unterschätztes Gerät. Viele haben eine Edge Pro oder TS Pro, wie die alle heißen. Die Airmac ist ein richtig, richtig geiles Gerät. Ich habe davon sogar zwei, nämlich die Airmac 5, mit der man auch konvex schleifen kann. Im Moment habe ich aber das Konvexteil draußen. Und die Airmac 10 habe ich auch noch. Die hat einen freischwingenden Arm. Da kannst du wirklich bis zu 70 cm lange Messer schleifen und hast immer denselben Winkel vorne. Wie auch immer, ich werde das Messer hier mal kurz ein bisschen stumpf machen, um dann über einen 400er, einen 800er und einen 1200er CBN-Stein zu arbeiten. Ich muss dazu sagen, ja, wollte noch kurz was zeigen. Hier, die Dinger kennt ihr vielleicht alle, die mit solchen Systemen arbeiten. AliExpress, China-Steine. Ich zeige euch mal, was ich damit mache. Das ist mein Abfalleimer. Das ist ein absoluter Rotz, das Zeug. Könnt ihr vergessen. Ich habe jetzt sogar gesehen im Internet, das war so lächerlich. Genau solche Steine, so ein 7er Set oder sowas, der verkauft die für sage und schreibe 75 €. Und ich glaube, die Leute kaufen das auch noch. So ein Teil kostet in China 1 €. Ja, das ist mir unbegreiflich. Ich habe auch gesehen, es gibt nur einen einzigen, den ich gefunden habe, beziehungsweise auf den wurde ich aufmerksam gemacht, der solche CBN-Steine verkauft. Und der verlangt für ein Stück über 100 €. Ey, da hört es bei mir echt auf. Ja. Ich meine, die Dinger sind nicht billig, das weiß ich. Und die ich hier habe machen lassen, ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist die Qualität nicht gut genug. Aber wie viele von euch wissen, ich lasse ja auch CBN-Räder fertigen. Und der Hersteller meiner CBN-Räder, der macht mir jetzt welche als Muster. Und die sind dann nachher über doppelt so teuer wie die hier. Aber ich gehe davon aus, wenn die die Qualität haben wie meine CBN-Räder, dann mache ich viele, viele Leute damit glücklich. Ja, das wollen wir mal schauen. So, zuallererst, wir gehen her. Machen mal einen ganz kurzen Test mit dem Messer, das ich hier gerade drauf habe. Leute, die mich kennen, wissen, ich nehme da immer so ein 100 Gramm Gewicht, spanne das hier ein, lasse das am Tisch runterhängen, so habe ich immer dieselbe Fadenspannung. So, jetzt stelle ich das hier drauf, schalte meinen Besttester ein, mache noch ein bisschen Licht an, dann nehme ich das Messer. Das ist ab Werk, da ist nichts dran gemacht. Warte mal, das stimmt so nicht. Beziehungsweise das stimmt so nicht. So, passt das gut. Jetzt drücke ich hier nochmal Tara. So kommt das Messer ab Werk. 295 Bess. So, was ich jetzt machen werde, das ist das, was ich öfters mal mache, wo die Leute mich fast für steinigen. Moment, ich muss den Besttester mal wegstellen. Und zwar, wo habe ich ihn denn? Meinen Stone Grader. Hier von der Tomic. Da gehe ich über die grobe Seite und ziehe einfach. Mehr braucht es eigentlich nicht. Ich habe auch keinen hohen. Ich habe nur 400 Grit, 800 Grit und 1200 Grit. Wenn ich da ein Set davon machen lasse, wenn ich mich entschließe, das zu machen, dann wird das Set bestehen aus. Moment eben. Aus 100, 250, 400, 800 und 1200 Grit. So in der Kante etwa. So, jetzt habe ich das ja stumpf gemacht. Jetzt schauen wir auch mal, ob das was genutzt hat, das stumpf machen. Es hat was genutzt. Aber ich habe es nicht auf die brutale gemacht,
natürlich schon brutal, über so einen Stein drüber zu ziehen. Aber ich habe es so gemacht, dass ich wirklich hier mit dem 400er da nachfahren kann. So, was ich jetzt mache, ich nehme meinen Goniometer von Vetaco. Die werde ich übrigens auch in meinen Shop aufnehmen. Und dann messe ich den Schleifwinkel dieses Messers raus, was das denn hat. So, jetzt muss ich hier mal kurz vermitteln. Und ich habe hier einen 14er Winkel. Ich gehe einfach her und schleife einen 15er Winkel, dann kann ich vorne noch ein bisschen was abnehmen, dann habe ich eine schöne Schneide. Okay, das versuche ich jetzt mal, dass ich einen 15er Winkel anlege. So. Zu dem Zweck, wie rum fangen wir an? Fangen wir so rum an, ist egal. Lege ich das Messer hier drauf, halte mal, hier muss ich noch ein bisschen raus mit dem. So, so. Dann gehe ich her, mache meinen 400er CBN Stein da rein. Habe ich übrigens nur mit so ein bisschen China-Klebeband hier, so dieses, was man immer wieder verwenden kann. Ich verwende es nicht wieder, aber ich nutze es gern ab und zu mal, wenn ich irgendwo was festkleben will. So ein wieder ablösbares Klebeband habe ich das einfach provisorisch hier drauf gemacht. Nicht, dass ihr denkt, ich habe hier jetzt was Hochwertiges. Später werden diese CBN-Platten hier auf die Aluminiumplatten aufgeklebt, und zwar mit einem Kleber, der nicht leitend ist, der die Metalle voneinander trennt, weil die CBN-Platte selbst ist auf Edelstahl, währenddem ich das auf einen Aluminiumträger mache. Aber das ist natürlich entsprechend auch fest, da biegt sich nichts. Und das Tolle ist ja, solche Steine braucht ihr nie mehr abrichten. Einfach ein bisschen ansprühen, feucht machen und loslegen. Das ist nur genial. Aber wie gesagt, die Frage ist, mache ich es nicht? So, jetzt spannen wir das mal hier ein. Das ist übrigens bei der Vetaco, egal ob jetzt die R Mark 5 oder die R Mark 10, verstellbar auch für die 20 cm Steine. Das sind jetzt die normalen 15 Meter Steine, wie sie eigentlich bei Edge Pro und so weiter überall dabei sind. So, wie messe ich jetzt den Winkel raus, dass ich die 15 Grad kriege, die ich haben möchte? Ich habe hier eine Skala, da könnte ich jetzt natürlich auch schauen, ich muss so hoch, also sprich, ich muss mit dem Teil erstmal ganz deutlich runter. Seht ihr das eigentlich wie, warte mal, so, hier hinten, ich drehe die Lampe mal ein bisschen weg, verstelle ich die Höhe dieses Armes, hier vorne habe ich eine Skala mit Winkel dran. So, jetzt bin ich zum Beispiel bei 20 Grad und jetzt bin ich bei 15 Grad gleich. Moment. So wäre ich jetzt bei 15 Grad und das werden wir gleich mal, Moment, so wäre ich bei 15 Grad. Das werden wir jetzt gleich mal kontrollieren, ob das auch stimmt. So, On-Off. So. Jetzt stelle ich den hier unten drauf, um den auszunullen. Zack, der hat 0. Ne, nicht ganz. Machen wir nochmal. 0 hat er. So. Ich meine hier drauf, weil das ist ja der Winkel, auf den ich gleich abfahre. Nulle das aus. Ihr habt übrigens gesehen, das waren exakt 15 Grad. So 15,35, 15,45. Da kann ich noch ein bisschen nach unten. So, das sollte ganz gut sein, 15,05. Okay. Was mache ich, wenn ich mit so einem System schleife? Ich fange eigentlich immer erst ein bisschen höher an, sprich mit einem flacheren Winkel, und gehe dann nach jedem Stein mache ich es ein bisschen steiler. Das mache ich hier jetzt nicht, weil die Schneide an sich liegt ja schon an. Ich will ja jetzt wirklich nur schauen und zeigen, dass mit den CBN-Rädern man wunderbar schleifen kann. Und wenn ich jetzt noch meine Sprühpistole mit Wasser finde, ich gehe mal davon aus, die hat meine Frau geklaut, irgendwie Blumen einspritzen. Die muss ich mal eben holen, ich komme gleich wieder. So Leute, da bin ich wieder. Hier ist das gute Stück, weil mit dem sprühe ich nämlich jetzt mal meinen Stein ein bisschen ein.
So, braucht gar nicht viel. Okay, und dann legen wir einfach mal los. Ach übrigens, ja, ich kann jetzt hier schauen, das ist mir ein bisschen zu eng. Jetzt gehe ich hier noch ein bisschen nach vorne. So. Ich habe hier einen Anschlag, den kann ich verstellen. Und zwar komme ich jetzt so weit und nicht weiter. Und dasselbe beim Rausfahren. So, da kann ich noch ein kleines bisschen. Habe ich auch hier hinten verstellbar. So, und da habe ich jetzt Federn, die schlagen an, so dass ich hier immer gestoppt werde, dass ich nicht überziehe praktisch. Ja. So, das soll es gewesen sein mit dem 400er. Ich muss mal das Messer kurz ein bisschen sauber machen, weil das ist nicht gut, wenn das so klebt. Das habe ich was dagegen. So, was mache ich? Ich nehme ein bisschen Isopropanol. Ups. Ja, da sind Kleberreste drauf. Das ist, weiß nicht warum, aber dem ist halt einfach so. So, jetzt ist das auch wieder besser. Oh ja, oh ja. So, 400er nehme ich runter und nehme den 800er. Auch den mache ich wieder ein bisschen feucht. So, Messer drauf. Moment, ich muss das mal ein bisschen weiter zurück machen, dass das mir hier nicht in den Weg kommt. Weil das Plastikteil will ich ja nicht mitschleifen. So, oh ja, das gibt eine bildschöne Schneide, das sehe ich jetzt schon. Und vor allen Dingen, sie ist, ups, stelle ich mal aus dem Weg, sie ist wirklich überall gleich. Das ist einfach ein Gedicht. Du brauchst dir keine Gedanken machen, ob deine Schneide nach vorne aufgeht oder nicht. Das passiert nicht. Das ist durch dieses geführte System einfach gewährleistet, dass das nicht passiert. So, das war's mit dem 800er. Und jetzt kommt der 1200er. Übrigens, wenn euch jemand was erzählt, er hat einen Diamantstein oder einen CBN-Stein oder was immer, über 1200 Grit, dann lügt er. Es gibt keinen Diamantstein mit 4000 Grit oder was weiß ich. Bei 1200 ist vorbei. Das gibt es vielleicht in Verbindung mit Bornitritsteinen, dass eine Diamantmischung drin ist, die dann einer 3000 Grit entspricht, aber das sind einfach entsprechend weniger Diamantpartikel drin, das war's. Wenn du einen reinen Diamant- oder CBN-Stein hast, ist bei 1200 Grit Feierabend. Mehr geht nicht, laut meinem Hersteller. Weil ich hatte ja gefragt, er soll mir einen Diamantstein machen. Ähnlich wie der japanische Wasserstein bei Tormek. Das wäre mein Ziel gewesen. Und da habe ich einfach ein klares Nein gekriegt. Und die Chinesen wollen ja wirklich, wenn es irgendwie geht, Geld verdienen. Aber er hat ganz klipp und klar gesagt, bei 1200, Junge, ist Schluss, da geht nichts mehr. Zumindest nicht irgendwo elektroplattiert drauf oder galvanisch aufgebracht. So, ich gehe jetzt her und gehe noch einmal drüber.
Aber, Moment, ich mache jetzt hier eine Umdrehung höher. Das heißt, ich werde etwas steiler. Ich schleife jetzt plötzlich mit einem, was weiß ich, 15,5er Winkel. Und zwar nur ganz locker, ohne Druck, gehe ich einmal von vorne nach hinten zum Entgraten sozusagen. Ohne jeden Druck, einfach durch das Gewicht des Arms. Und jetzt drehen wir das um, machen hier von dieser Richtung genau dasselbe. Einfach ohne Druck. Ich will damit den Mikrograd, der noch dran ist, ein bisschen entfernen. Und das ist eigentlich alles, was mir gerade vorschwebt. So, das war das. 1200er Stein auch raus. Messer kurz sauber machen. So. So. Und jetzt gehen wir her und nehmen ein Leder. Das Leder, da ist 0, oh, das ist jetzt ein bisschen nass geworden vom Wasser, ja. Da ist 0,25 Mikron Diamantspray drauf. Nicht Paste, sondern Spray. So, das soll es gewesen sein mit dem Leder. Jetzt muss ich noch mal kurz ein bisschen Isopropanol nehmen, weil da ist jetzt schon wieder Kleber dran am Messer. Ist ärgerlich, aber es ist halt so. So. So, schön sauber machen. Ja, ich glaube, das wird ganz schön scharf. So, jetzt ziehe ich das voll durch. Ich mache jetzt den Kleber, ändere ich jetzt nicht. Das muss ich als Messer nachher noch mal sauber machen. So, Leder erledigt. Das hier ist eine Fußbodenleiste aus dem Baumarkt. Vorne angeschrägt, 50 Grad. Die ist, glaube ich, 9 mm stark oder sowas. Warte mal, wie ist denn die? 10 mal 29 mal 950 und die ist halt entsprechend, also 10 mal 29, 29 breit ist die. Und die benutze ich jetzt praktisch zum Endabzug. Und hier habe ich 0,25er Diamantspray drauf. Du kannst das auch ohne alles machen, aber naja, da gehe ich auch dreimal drüber. So, das soll es gewesen sein, Leute. Und jetzt schauen wir doch mal. Gehen wir gleich nochmal auf den Besttester und schauen mal, was wir gekonnt haben. Ich mache gerade mal kurz das Messer ein bisschen besser sauber, stelle hier ein bisschen auf die Seite, mache mal ein bisschen Platz und komme dann gleich wieder. So, da bin ich wieder. Messer habe ich sauber gemacht. Jetzt mein Besttester in altbewährter Manier mit meiner Klammer. Einhängen, runterhängen lassen, spannen, so dass der Faden praktisch, ich muss mal gucken, dass das einigermaßen gerade steht. Ja, das kommt einigermaßen hin. Jo. Dann hier Tara drücken, hier ist das gute Stück. Übrigens, ich muss mal gucken. Sieht man die Schneide? Ich fahre da mal ein bisschen her, warte mal. So rum, so. Hier sieht man es. Die Schneide ist wunderschön von hinten bis vorne. Andere Seite, schau mal. Hier, schaut mal. Das Ding ist doch, sieht doch klasse aus, oder? Okay, jetzt fahre ich wieder ein bisschen weg. Nee, andersrum. So, und jetzt gehen wir auf den Besttester. Tara drücken. Dann schauen wir mal, halt, nochmal Tara, da hat sich irgendwas bewegt. Oh, halt, was habe ich da gemacht? Stopp, Tara.
Oh, oh, da muss ich übers Leder. Ich habe einen Bart dran. Ich habe gerade 400. Nur um euch mal ganz kurz zu zeigen, dass der Best-Tester einen Mikrobart gnadenlos auflöst. Schneiden tut das Ding. Schaut mal. Das geht gerade so durch. Ja? Dass sie da im Internet da sind. Also schneiden tut das. Aber ich habe hier einen Mikrobart dran. Das merke ich. Ich habe hier 420 auf dem Best. Ja? Also was mache ich? Wo habe ich das Baby? Hier. Ich gehe mal mit dem Teil einfach mal über meinen Streichriemen drüber. Da ist übrigens auch 0,25 Mikron Schleifpaste drauf. Nicht Paste, sondern Diamantspray. Und das kriecht ja in das Leder rein sozusagen. Ja, ohne jeden Druck, einfach mal so wie die Schneide, so in etwa, dass man den Winkel hält und auch nicht rausdrehen. Gefühlt ist das unheimlich scharf. Aber wenn man den Bart nicht wegkriegt, dann wird man auf dem Best-Tester kein gutes Ergebnis kriegen. Nur ein Messer, das mikrobartfrei ist, kommt unter 100 Best. Wobei dieses Messer ist einfach qualitativ gar nicht das, dass es unter 100 Best kommen könnte, normalerweise. Wenn ich das natürlich extrem bearbeiten würde, dann ja. Aber scheinbar ist extrem bearbeiten mit meinem Leder schon passiert. So, das ist ein ganz normales 20 € Fleischermesser von Gießer mit dem 400er, 800er, 1200er CBN, danach Leder, danach Stückchen Sockelleiste aus dem Baumarkt. Ich wollte damit zeigen, die CBN-Steine funktionieren genial. Wenn ich jetzt praktisch noch hergehe und erweitere diese Körnungen um die, so wie ich gesagt hatte, was ist das, Wasser? Läuft da was aus? Um die Körnungen praktisch 100 zum Anlegen einer Schneide, dann 250 zum die Kratzer rausmachen, nach der 250 die 400er, dann eine 800er und eine 1200er. Ich denke mal, das gibt ein Hammerteil hin. Und also ich meine 70 Best, das reicht ja eigentlich auch. So, das war jetzt mal für die Guided Sharpeners, die sehen wollten, wie diese CBN-Steine funktionieren. Und ihr seht, Leute, das ist eine echte Alternative. Und wenn man das zum vernünftigen Preis kriegen kann, und da arbeite ich dran, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich wünsche allen was, schönen Abend, macht's gut, ciao.